Ho, 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 es weihnachtet sehr. Überall hängen Lichterketten in den Fenstern und an den Häusern. Die Geschäfte sind voll mit Weihnachtsdeko. Es werden Geschenke gekauft. Was? Typisch Deutschland? Nee, 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 nee. Ich rede von Indien. Wey, Namaste. Herzlich willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei diesem Weihnachtsvideo dabei seid. Diese Woche ist Weihnachten und ich dachte mir, angesichts der festlichen Zeit machen wir doch auch auf diesem Kanal etwas Besonderes und schauen einmal nach Indien und gucken, wie dort Weihnachten gefeiert wird. In Indien ist der Haupttag des Weihnachtsfestes genau wie im gesamten angloamerikanischen Raum auch am 25. Dezember. Warum? Der 25. Dezember gilt weithin anerkannt als der Geburtstag von Jesus Christus und ist daher in ganz Indien ein offizieller Feiertag. Das heißt, Ämter, Poststellen, Banken, Schulen und viele Geschäfte haben am Weihnachtstag geschlossen. Aber auch am 24., also unserem Heiligabend, gibt es viele Geschäfte, vor allem natürlich von christlichen Besitzern, die dann reduzierte Öffnungszeiten oder sogar komplett geschlossen haben. Im nordöstlichen Bundesstaat Meghalaya sind sogar die Tage vom 24. bis 27. Dezember offizielle Feiertage. Grund ist, 75% der Bevölkerung sind Christen. Den 25. Dezember, also den Hauptweihnachtstag, nennt man in Hindi auch Baradin, also großer Tag. Im Gegensatz zu den hinduistischen Festen wird Weihnachten in Indien jedoch relativ klein gefeiert. Klar, nur ungefähr 2,3% der Gesamtbevölkerung sind Christen. Wie kam das eigentlich mit dem Christentum in Indien? Also, man geht davon aus, dass der Apostel Thomas, also einer der Jünger Jesu, im Jahr 53 nach Indien kam und dort begann zu missionieren. Wie sich das dann genau entwickelt hat, darüber sprechen wir ein anderes Mal. Aber heutzutage gibt es in Indien ca. 31 Millionen Christen. Die Bundesstaaten mit der höchsten Anzahl an Christen sind Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram und Nagaland im Nordosten des Landes und im Süden Goa, Kerala und Tamil Nadu. Das Wetter ist an Weihnachten in Indien natürlich etwas anders bei uns, auch wenn dort tatsächlich auch Winter ist gerade. Aber im Süden bedeutet das immer noch ungefähr 28 bis 30 Grad. Und im Norden ist es tatsächlich ein wenig kühler, allerdings bewegt sich die Temperatur eher so im Bereich von 5 bis 15 Grad, also so ein bisschen frühherbstlich. Überraschenderweise feiern in Indien aber nicht nur Christen, sondern auch viele Hindus das Weihnachtsfest. Natürlich ohne in die Kirche zu gehen und ohne den religiösen Hintergrund, aber sie genießen ebenso wie wir die Festlichkeit dieses Anlasses, das Zusammenkommen mit der Familie und haben einfach Spaß. Teilweise werden sogar Geschenke verteilt, Weihnachtsbäume aufgestellt und Weihnachtslieder gesungen. Wie wird Weihnachten in Indien jetzt aber gefeiert? Also, wie immer gilt in Indien, die Traditionen sind so verschieden wie das Land. Daher kann man gar nicht so genau sagen, das wird dort so gemacht, das wird dort so gemacht, weil letztendlich entscheidet jeder selbst, wie er Weihnachten feiert, im Prinzip ähnlich wie bei uns. Im Allgemeinen kann man aber sagen, genau wie bei uns besuchen die Menschen ihre Familie und Freunde, tragen schicke, oft neue Kleidung und singen Weihnachtslieder gemeinsam. Manchmal werden, wie gesagt, Geschenke ausgetauscht, manchmal auch nur Süßigkeiten, vor allem für die Kinder, manchmal auch beides. Und natürlich nicht zu vergessen das Essen. Dabei wird den Kindern genau wie bei uns auch vom Weihnachtsmann erzählt, weswegen viele Kinder an den Weihnachtsmann glauben. Selbst Hindus. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass das Fest in Indien ein wenig religiöser gefeiert wird als bei uns. Die Leute nehmen das ein bisschen ernster als wir und gehen nicht nur in die Kirche, weil man halt in die Kirche geht, sondern weil es wirklich Bestandteil des Brauchtums ist, weil es für sie wichtig ist und weil es für sie zum Glauben dazugehört. Es wird oft auch nicht nur an Heiligabend in die Kirche gegangen, sondern an mehreren Tagen. Es wird viel gebetet und gesungen. Die christlichen Rituale und Gepflogenheiten wurden vielerorts mit den regionalen, traditionellen Bräuchen vermischt, sodass es in jeder Region Indiens ein bisschen anders gefeiert wird. Viele erleuchten ihr Heim mit Lichterketten und Öllampen, sogenannten Diyas, sowie Dekorationen aus Bananen und Mangoblättern und natürlich dem Weihnachtsmann. Einige stellen auch Weihnachtsbäume auf, allerdings gibt es in Indien keine Tannen, weswegen das dann meistens künstliche Bäume sind oder sie nehmen Äste von Sträuchern und Bäumen und dekorieren die.
Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie so oft in Indien gilt, je bunter, desto besser. Von daher gibt es einen Überschwang an Lametta, Weihnachtskugeln. Es wird sogar Watte verwendet und auf die Zweige gelegt, um einen verschneiten Eindruck zu machen. Also ihr seht, da werden die Inder sehr kreativ. Oft werden auch Krippen ausgestellt, genau wie bei uns, aber häufig mit selbstgebastelten Figuren und viele streuen um die Krippe herum Samen aus, damit dort Gras wächst und das Ganze eine lebendige, schöne Szene wird. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt und ich hatte das Gefühl, dass nicht nur die Krippe selber dargestellt werden soll, also das Jesuskind mit Maria und Josef und dem Esel und den 3 heiligen Königen, sondern halt noch eine größere Szene, die ein bisschen mehr Lebendigkeit schafft. In Mangalore und Goa gibt es eine Tradition, dass die Familien schon einige Wochen vor Weihnachten zusammenkommen und gemeinsam Süßigkeiten herstellen. Also so ähnlich wie unser Plätzchenbacken. Die werden dann auf einem Teller drapiert, nennt sich dann Kuswar und das wird dann an Weihnachten unter Freunden und Nachbarn verteilt. Manche Läden sind festlich geschmückt und heuern sogar Leute an, die einen Weihnachtsmann spielen. Natürlich sind das aber eher punktuelle Phänomene. Es ist nicht so wie bei uns, dass dann die ganze Stadt oder Innenstadt geschmückt ist. Besonders auffällig waren für mich die schönen Sterne, die überall in den Bäumen hängen und vor den Häusern, vor allem im Süden Indiens. Das Schöne an Indien ist, dass die Menschen sehr offen und inklusiv sind, was Religionen angeht. So haben mir einige Frauen berichtet, dass in ihrer Kindheit ebenfalls Weihnachten gefeiert wurde, obwohl die ganze Familie eigentlich hinduistisch ist. Oft wurden sie von christlichen Nachbarn oder Freunden eingeladen, mit ihnen zu feiern. Hier ein paar Erfahrungen und Erzählungen zum Weihnachtsfest in Indien. Meine Mutter und meine 2 Schwestern sind auf eine katholische Schule gegangen. Deswegen haben wir immer in der Schule gefeiert, Weihnachtsbäume geschmückt und in den Tagen vor Weihnachten gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Mein Vater fuhr mit uns durch die Stadt und wir zählten die Anzahl der Sterne, die an den Häusern der Menschen hingen. Meine Eltern waren Mitglieder im Lions Club, der einen Abend zum Weihnachtsliedersingen in einem Hotel organisiert hat. Am 26. gab es immer eine Feier bei einem Freund der Familie, wo Unmengen an Biryani und alkoholhaltiger Pflaumenkuchen gereicht wurden. In Kerala wird Weihnachten genauso enthusiastisch gefeiert wie Onam, also unser wichtigster Feiertag, und Eid, die muslimischen Feste. Unabhängig von der Religion haben die meisten Menschen einen Weihnachtsstern, einen Weihnachtsbaum und eine Krippe vor dem Haus. Die Krippen sind aus Stroh und viele bringen schon einige Wochen vorher Grassamen aus, um eine kleine Wiese wachsen zu lassen. Danach wird die Krippe mit dem Jesuskind im Stall vervollständigt. An Heiligabend gehen wir zur Mitternachtsmesse. Manche Leute verzichten 24 Tage lang auf Fleisch oder etwas anderes, das sie sehr gerne essen, und gönnen sich dann am 25. Dezember ein reichhaltiges, nicht vegetarisches Mahl mit Wein und Kuchen. Nicht nur christliche Kinder, sondern wir alle, unabhängig von Kaste, Glaube oder Religion, glaubten an den Weihnachtsmann und erwarteten Geschenke zu Weihnachten. In der Schule haben wir auch gefeiert, Weihnachtslieder gesungen und Weihnachtsbäume dekoriert. Ich weiß noch, dass ich als Kind auf diese Zeit hingefiebert habe, weil wir dann Freunde, vor allem Christen, besucht und Tonnen von Schokolade und Keksen gefuttert haben. Ich als Bengali habe dann wiederum meine christlichen Freunde zur Durga Puja eingeladen und sie mit Süßem verwöhnt. Was passiert nun aber genau an Weihnachten in Indien? Also schon Wochen vorher laufen Sternsinger durch die Nachbarschaft und singen für Spenden oder tauschen Schokolade gegen Geld ein. Die Kirche und das Heim werden festlich geschmückt und auch einige Einkaufsläden und sogar Malls machen dabei mit. Am 24., also an Heiligabend, kommt dann die ganze Familie zusammen und genießt ein Festmahl. Teilweise sogar westlich angehaucht mit Truthahn oder Hähnchen. Und danach geht die Familie in die Kirche zur Mitternachtsmesse. Diese dauert oft 2 bis 3 Stunden. Dann gehen alle nach Hause und am Morgen des 25. Dezember, also dem Haupttag von Weihnachten in Indien, wird gemeinsam gefrühstückt. Danach gibt es dann Geschenke, wenn es welche gibt. Ansonsten ist der 25. Dezember der Kuchentag. Es wird feierlich ein extra für diesen Tag gebackener Kuchen angeschnitten und danach werden Nachbarn und Freunde besucht, auch Nicht-Christen, und mit Kuchen, mit Plätzchen und anderen Süßigkeiten beschenkt. Am Ende des Festes gibt es dann ein großes Feuerwerk. Natürlich. Auf jeden Fall wünschen sich die Menschen gegenseitig ein frohes Fest. Wie machen die das? Naja, das ist für die jeweilige Landessprache verschieden. In Hindi könnte man sagen Shubh Christmas oder Christmas Ki Badai. Auf Englisch natürlich Merry Christmas. Und wie es in den anderen Sprachen lautet, das packe ich euch in die Videobeschreibung. Selbst für den Weihnachtsmann gibt es ein eigenes Wort. In Hindi ist das Christmas Baba
Und in Kerala zum Beispiel, also in Malayalam, Christmas Papa. Ist es nicht spannend zu sehen, wie sich Traditionen und Bräuche in verschiedenen Ländern unterschiedlich entwickeln? Ich jedenfalls finde es richtig cool, wie in Indien Weihnachten gefeiert wird. Selbst wenn viele, die feiern, gar keine Christen sind. Und weil ihr jetzt sicherlich in guter und weihnachtlicher Stimmung seid, wollt ihr ganz bestimmt mir ein riesen Geschenk machen und das Video liken, teilen, kommentieren, den Kanal abonnieren. Das ist für mich in diesem Jahr an Weihnachten wirklich das allergrößte Geschenk. Danke für eure Aufmerksamkeit, habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Dhanyavad, Shub Christmas.